Moin ihr Lieben, wie schon angekündigt, gibt es heute ein Tutorial zu Pops. Und zwar den Pop vom Bird zum Thron und vom Thron zum Bird. Und eigentlich sprechen wir von der Front Plank, aber wir vertauschen Bird und Front Plank eigentlich die ganze Zeit. Genau, das Ganze werden wir euch einmal mit verbundenen Händen zeigen, also als Pop. Und dann nochmal als Acarian-Version, bedeutet, dass jeglicher Kontakt zwischen Base und Flieger aufgehoben wird und wir als Flieger tatsächlich mal fliegen dürfen. Genau, und als Voraussetzung dafür gibt es eigentlich nur eine stabile Front Plank und vielleicht ein stabiler Thron, um dort zu landen. Wir wollen euch als kleine Vorübung einmal eigentlich nur das Konzept erklären und zeigen, wie Pops eigentlich funktionieren. Also einmal das Aufladen und das Abfedern sozusagen wieder. Am besten macht das Yannick, weil es ist eigentlich nur für die Base wichtig. Yes. Und zwar ist es so, als wenn ihr quasi vom Boden abspringen wollt. Nur, dass ihr quasi jetzt nicht vom Boden wegspringen wollt, sondern dass euer Flieger sozusagen Höhe bekommt und wieder landet. Heißt, beim Höhe geben ist es so, dass ich quasi in die Knie gehe, halt dann nur im Liegen, bis zu einem bestimmten Punkt, wo ich noch genug Kraft habe, um wirklich abspringen zu können. Und ihr habt schon gesehen, beim Landen ist es nicht so, dass ich so lande, ich glaube, die Kamera hat sogar gewackelt gerade, oh, krass. Sondern ihr wollt halt auch nach dem Sprung wieder abfedern. Heißt, ihr springt und federt ab und kommt dann wieder in eine normale Position. Gut nachgemacht. Dankeschön. Was übrigens als Flieger ganz angenehm noch ist, wenn die Base immer zuerst mit den Fußballen fängt und dann mit dem restlichen Fuß. Oder? Wie würdest du das sagen? Ja, genau. Und dazu erklären wir gleich noch mal ein bisschen mehr, weil die Arme kommen sogar auch noch mit ins Spiel und das Gesamtpaket. Dann starten wir jetzt. Wir starten mit dem Pop von der Front Plank in den Thron. Pop deswegen, weil sich unsere Hände nicht lösen dabei. Allgemein kann man sagen, dass für den Pop die Füße etwas tiefer sitzen an Sarahs Hüfte. Und zwar hier wird es eher relativ schwierig zu werfen und hier wird es insgesamt ein bisschen einfacher, weil ich mehr Fläche vom Oberschenkel habe. Für den Pop möchte ich Sarah als erstes aufladen. Das Aufladen haben wir gerade eben schon einmal im Stehen gemacht. Im Liegen sieht es so aus, dass ich meine Arme und Beine beuge. An diesem Punkt bin ich jetzt noch super stabil. Hier unten wäre es alles schon ein bisschen wackeliger und ich kann nicht mehr so richtig den Gegendruck aufbauen. Heißt, wenn ihr nach unten geht, wollt ihr mit den Beinen nach unten ziehen, wirklich runterziehen und mit den Armen die gerade Fläche von Sarah halten und hier quasi einen Punkt finden, wo ihr noch stabil seid. Es ist so, als würdet ihr als Flieger so eine Sprungfeder zusammendrücken und dann ist einfach ganz viel Kraft, die am Ende benötigt wird, um sie unten zu halten. Und diese Kraft ist die, die ihr braucht, um den Pop zu geben. Yes. Wir zeigen einmal einen Wurf in den Thron. Genau. So sehe das Ganze dann aus. Wir gehen nochmal zurück. Den erklären wir gleich. Und zwar für den Wurf habe ich meine Position, in der ich stabil bin. Und ich werfe mit den Armen und Beinen gleichzeitig. Und oben lasse ich meine Arme dann gestreckt, damit Sarah sich sozusagen hier drauf aufrichten kann. Genau. Also stellt euch vor, ich fliege jetzt hier gerade. Yannick hat die Arme mittlerweile gestreckt. Ich ziehe hier nach vorne und jetzt fängt er mich hier. Seine Beine sind quasi gestreckt, dadurch, dass er mich ja geworfen hat. Also der Wurf kommt theoretisch, Bein ist noch gestreckt. Ich ziehe nach vorne und jetzt will er mich abholen. Und dafür beuge ich die Beine und feder Sarah sozusagen ab. Genau. Yes. Das ist natürlich ein bisschen schwierig in Zeitlupe zu zeigen, deswegen hoffen wir, dass ihr es so leicht irgendwie verstehen konntet. Wir zeigen noch einmal den Wurf. Habt ihr das Abfedern gesehen? Ich finde, das war gerade super schön langsam. Wir können ja mal zeigen, was passiert, wenn ich nicht abfeder. Oha. Okay. Es funktioniert. Aber es ist die Gefahr, dass ihr vorne überkippt. Deswegen, wenn ihr federt und beugt, könnt ihr euch super easy als Flieger aufrichten. Generell kommen wir einmal jetzt zum Flieger, was überhaupt die Aufgaben vom Flieger sind. Ihr bekommt diesen Pop und ihr wollt wirklich bis dahin erstmal inaktiv bleiben. Inaktiv bedeutet hier nicht, dass ihr keine Körperspannung haben wollt, sondern dass ihr einfach quasi in eurer Position festbleiben wollt und erstmal keine eigene Bewegung einleiten wollt. Wenn ihr dann den Wurf von der Base bekommt und ihr merkt, jetzt seid ihr selber in der Luft, ihr habt keinen Kontakt hier mehr zu der Base, das ist der Punkt, wo ihr euch bewegen dürft. Und zwar wollt ihr euch dann auch schnell bewegen. Ihr bekommt den Pop. Und ihr wollt so schnell ihr könnt einen Pike in eure Hüfte bekommen, also das Bein anziehen und das Knie nach vorne bringen. Wichtig ist, dass ihr das Knie nicht zwischen die Arme bringt, sondern nach außen, denn dann hat eure Base einen einfacheren Job sozusagen, den Fuß zu setzen am Oberschenkel.
Ihr zieht also euren Po so hoch es geht nach oben beim Wurf und dann zieht ihr an. Genau. Weiter geht es dann mit dem Pop vom Thron zurück in die Front Plank. Dankeschön. Yes. Wir zeigen es einmal. Geh nochmal zurück. Okay, als Flieger könnt ihr entweder eure Knie hier gebeugt lassen, so wie ich es gerade gemacht habe, oder wenn ihr euch stabil fühlt, könnt ihr sie auch ausstrecken. Sieht vielleicht einfach ein bisschen eleganter aus. Yes. Von hier möchte ich erstmal irgendwie an Sarahs Hände rankommen. Entweder kann Sarah sich versuchen, nach vorne zu lehnen, ein bisschen nach vorne fällt, ist eine Option. Oder ich beuge einfach meine Beine. Und hier ist es so, ich beuge meine Beine bis zu dem Kontakt und dann... Und dann lehne ich mich nach vorne auf Yannicks Hände. Also wirklich erst, wenn ich seine Hände berühre, möchte ich mich nach vorne lehnen und keine Sekunde früher. Also es geht runter, ich lade auf. Ich lehne mich Sarah vor. beugt. Und dann kommt mein Wurf aus dem Bein und ich federe sie ab. Und beim Abfedern ist es auch wieder unterschiedlich, je nach Technik, ob Sarah die Arme beugt, wenn wir quasi federn, oder ob ich die Arme beuge, oder wir vielleicht auch beide die Arme beugen, weil wir es einfach irgendwie so gewohnt sind. Da könnt ihr aber mal schauen, was für euch am besten passt. Genau, wir gehen noch einmal kurz zurück. Als Flieger habe ich wieder genau das gleiche wie gerade eben. Ich will also erst, wenn ich in der Luft bin, meine Bewegung starten. Das heißt, ich ziehe wieder meinen Po hoch und in diesem Fall meine Beine nach hinten und strecke meine Hüfte nach unten zu Yannick, damit er sie einfach fangen kann. Po hoch, Beine nach hinten, ich beuge ein bisschen meine Arme, also wie ihr es möchtet. Ich mag es lieber, weil man nicht so gestaucht wird, wenn die Arme gestreckt sind. Und so kann ich einfach ein bisschen weicher landen. Ihr könnt diesen Pop von der Höhe her natürlich variieren. Wir zeigen euch einmal ein paar Unterschiede. Wenn ihr zum Beispiel als Flieger zu schnell wegzieht, passiert Folgendes. Klappt auch, aber dann rutscht ihr sozusagen nur als Base mit den Füßen hier so einmal schnell rum. Das extreme Gegenteil wäre, ihr zieht ganz spät erst hoch und kommt ihr fast schon in so einen halben Hand-to-Hand rein. Nochmal zurück. Also versucht hier so eine gute Mischung zu finden und versucht den richtigen Moment zu finden, wann ihr als Flieger zurückzieht. Genau. Wir kommen jetzt zu der Icarian-Version von dem Wurf, wo wir auch wieder in der Front Plank starten. Der Unterschied zu dem normalen Pop ist, dass wir jetzt die Hände loslassen. Heißt, dass Sarah wirklich eine kleine Flugphase hat. Also so. Genau. Damit Sarah sozusagen diese Flugphase hat, muss ihr Oberkörper aufgerichtet werden. Wie passiert das? Indem ich halt stärker mit den Armen werfe, um die Richtung zu geben, und ähnlich stark wie vorher mit den Beinen. Heißt, im Endeffekt ist bis hierhin noch alles gleich, und sobald ich dann werfe, werfe ich sie mehr mit den Armen und dann mit den Beinen. Genau. Ihr seht, dass sich hier gerade schon mein Oberkörper ein bisschen aufgerichtet hat, und wenn ich dazu gleich noch den Wurf aus den Beinen bekomme, kann ich mich super leicht aufrichten. Wir zeigen es einmal. Yes. Wir Und kommen nochmal zurück. Genau, als Flieger will ich ja auch wieder sehr lange warten und wirklich den Pop abwarten oder den Wurf und mich dann aufrichten und nur noch daran denken, ich möchte jetzt im Thron sitzen. Also denkt immer daran, wo ihr hin wollt. Das hilft euch auf jeden Fall, um da zu landen. yes. Was auch noch wichtig ist, seht ihr schon an unseren Händen, wir sind verbunden, aber wir sind jetzt nicht so umschlungen. Weil wenn ich Sarah werfe und dann die Hände loslassen möchte und sie sich vielleicht doch noch festhält, könnte das dramatisch enden. Also offene Hände, aber trotzdem starke Arme. Yes. Und ihr wollt auch an jedem Punkt hier Support geben. Heißt, wenn ihr runtergeht und hier irgendwie so fallen lasst und dann quasi den Wurf macht, es kann funktionieren mit Sicherheit, aber Sarah verliert dann den Kontakt zum Boden, den sie durch meine Arme spürt. Genau, also die Haltung will die ganze Zeit aktiv sein, und vor allem auch als Flieger wollt ihr die ganze Zeit in eurem ganzen Körper die Körperspannung haben. Yes. Wir zeigen noch einmal den Wurf, und zwar aufladen. Erst die Arme, dann die Beine. Ist jetzt alles ein bisschen schnell und kommt vielleicht einfach mal zum Fangen oder was beim Fangen wichtig ist. Und zwar, ihr seht schon, die Ausgangsposition, in der wir wieder sein wollen, um wieder werfen zu können, ist, dass ich unter Sarahs Fußballen bin und Sarah hier quasi am Po habe, so gerade an der Po-Falte, dass sie hier so sitzen kann, so gerade sitzen kann, dass ich halt loslasse, aber noch nicht so ganz. Yes. Das Federn bleibt ähnlich, heißt, wenn ihr hier ankommt, wollt ihr sie annehmen
Arme und Beine sind gefedert und dann wieder nach oben bringen. Ich möchte bei der Landung auch wieder einfach fest bleiben in meinem Körper. Also meine Shape hat sich ja fast gar nicht verändert, außer dass ich so einen mini kleinen Pike in meinen Beinen habe. Also der ist wirklich mini, ihr könnt es wahrscheinlich von der Seite sehen. Ich bin nicht in einer geraden Linie, aber auch nicht zu sehr gepiked, sondern hier ist halt dieser kleine Pike, damit Yannick seine Füße unter meinen Po setzen kann. Im Oberkörper bin ich fest, meine Arme sind fest, damit Yannick mich hier einfach fangen kann. Yes. Und zwar, diese feste Position brauchen wir auch, um Sarah wieder zurückzuwerfen in den Flieger. Und zwar zeige ich einmal kurz, was passiert. Ich bin hier in einer, sagen wir mal, gepointeten Position mit meinen Füßen, um so ein bisschen Platz zu schaffen. Bin hier unter den Füßen mit meinen Händen an den Beinen und habe meine Finger offen. Meine Füße sind geflointet, also eine Mischung aus Point und Flex. Also mein Fuß ist eigentlich gepointet, aber meine Zehen sind geflext. Yes. Und das gibt mir die Möglichkeit, einen richtig guten Druckpunkt von Sarah zu spüren. Heißt, ich spüre hier wirklich, dass Sarah hier steht. Ich kann sie fast in so Ballettfüße nehmen, weil Sarah mal Ballett gemacht hat. Und das ist sozusagen auch der Druck, in den ihr reinwerfen wollt. Zum Werfen ist es so, ich gebe ihr ein Tempo. Es geht quasi noch ein Stück weiter nach oben, damit Sarah weiß, es geht los. Oder wir atmen gemeinsam ein. Und ich öffne die Beine zur Seite. Und das mache ich, weil wenn ich halt hier runter gehe, genau, dann hänge ich halt einfach. Und ich würde nach hinten kippen. Yes. Wir kommen nochmal in eine angenehme Position. Generell vielleicht noch eine Sache, die wichtig ist, Kreuzbein ist am Boden. Also wenn ich versuche irgendwo hier zu werfen, dann tue ich, oh Gott, meinem Rücken keinen Gefallen und Sarah auch nicht, glaube ich. Yes. Von hier, der Wurf, er geht quasi hoch und dann werfe ich die Beine leicht nach hinten. Das ist kein, ich reiße die Beine weg, sondern es ist quasi in die Linie der Hüfte werfen und dann die Beine leicht nach hinten auslösen. Wir zeigen es euch einmal. Genau, es geht hoch, zur Seite. Wir gehen noch einmal zurück. Okay, als Flieger bekomme ich ja wieder diesen Pop und ich merke, ab jetzt bin ich in der Luft und das ist der Moment, wo ich so ein bisschen nach vorne kippen will. Allerdings dürft ihr das hier nicht verwechseln. Wenn ihr euch zu weit nach vorne lehnt, dann werdet ihr viel zu viel Rotation haben und super schnell mit eurem Oberkörper der Base ins Gesicht fallen. Das heißt, denkt eigentlich, dass euer Oberkörper aufrecht bleiben will und ihr quasi mit dem ganzen Körper nur kippen wollt, weil eigentlich macht die Base diesen Job von der Rotation. Ihr bleibt also fest und habt eure Brust geöffnet. Wir machen den Trick noch einmal. Es geht hoch, zur Seite. Yes. Jetzt habe ich auch ein bisschen schöner abgefangen, weil beim Abfangen ist auch so, ihr wollt quasi nicht bis hier unten kollabieren, sondern ihr wollt Gegendruck erzeugen und bis hierhin wieder aufladen. Genau. Ich habe eigentlich hierbei den gleichen Job wie auch bei dem Pop, also bei dem verbundenen Pop sozusagen, dass ihr wieder, wenn der Wurf kommt, aktiv auch eure Beine nach hinten ziehen wollt und die Hüfte eurer Base sozusagen entgegenstrecken wollt. Kommen wir nun zum Spotting. Und zwar wollen wir erst wieder vom Bird oder von der Front Plank in den Thron gehen. Hier ist es tatsächlich so, dass ich am besten einfach am Oberarm spotte, falls Nina nach vorne kippt. Wenn Yannick hier es nicht schafft, seine Füße an die Oberschenkel von Nina zu setzen, ist es vom Ding her nicht so schlimm, weil Nina ja ihre Füße da hat und einfach auf dem Boden landen kann. Aber hier vorne kann sie sich eben nicht selber retten. Ich folge der Bewegung und bin hier am Oberarm fest dran. Dann gehen wir wieder zurück. Ich bin wieder da. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich entweder mich vor Ninas Bein stelle oder dass Nina ihr Bein anbeugt, weil dann habe ich hier auch genug Platz zu stehen. Wenn ihr allerdings hier hinterm Bein seid, dann werdet ihr umgehauen. Also ich gehe vor das Bein, bin bereit, Ninas Arm zu greifen. Die beiden gehen zurück und ich greife hier auch wieder zu. Für die Icarian-Version will euer Flieger die Beine geöffnet haben. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hier hinter sehen. Ich stehe einfach zwischen Ninas Bein und erwarte ihre Hüfte. Also ich greife von hier an ihre Hüfte, der Pop kommt. Und ich kann sie hier zurückziehen. Also ich habe wirklich die Kraft, Ninas Oberkörper, wenn zum Beispiel die Rotation fehlt, zu mir zu ziehen und sie hier sicher zu halten. Für den Wurf zurück will ich nicht dahinter sein, sonst werde ich wahrscheinlich eingequetscht von den Beinen. Hier will ich auch wieder am Arm sein, mit dem Unterschied, dass Nina jetzt ein bisschen höher fliegen wird und ich wirklich der Bewegung folgen muss und nicht so starr dran sein kann. Ready?
Ja, super. Entschuldigung, jetzt habt ihr gerade gesehen, war ich mit meinem Knie ein bisschen zu nah dran. Also achtet darauf, dass eure Base ja die Arme beugen muss und hier wahrscheinlich ein bisschen Platz braucht. Also schön weit neben den Arm stellen und hier greifen. Wir hoffen, dass euch das Spaß gemacht hat und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Nächste Woche gibt es von uns ein Tutorial von einer Transition, die super hilfreich für Richtungswechsel ist, die aber ohne die richtigen Tipps und Tricks manchmal dann doch ein bisschen knifflig ist. Also abonniert gerne unseren Kanal, um das nicht zu verpassen. Tschüss! Findest du schon? Aber wir haben das ja noch gar nicht gemacht. Wie soll das Ihnen den Spaß gemacht haben? Spaß gemacht, gefallen, Daumen hoch. Short Version. Quickie. Okay. Was für Abstand? 1,50 Meter oder was? Ja. Was für Abstand. Ist okay, wir können das auch. Nächste Woche. Ja. Na, 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 na. Okay. Moin ihr Lieben. Nein, nochmal.